Moin ihr Lieben, heute geht es um kleine Helfereien in der Werkstatt und das erste kleine Projekt wäre jetzt für den Halter von der Drehmaschine eine Aufnahme zu machen, mit der man kleine Innendrehmeißel spannen kann. Idee ist ein 10er Durchmesser, in dem ich den 10 mm Durchmesser spannen kann und dann Hülsen für einen 8 mm Innendrehmeißel und für einen 6 mm Innendrehmeißel herstellen. Das Ganze wird gemacht aus einem Rundmaterial. Das Rundmaterial ist aus 42 Chromo S4, also ein bisschen Schwefel drin. Damit soll es sich besser zersparen lassen. Das erste Mal, dass ich jetzt diesen Werkstoff zerspare. Der hat schon eine recht hohe Festigkeit. Bin auch mal gespannt, wie es sich fräsen lässt auf der Eigenbaufräse. Wir werden es gleich sehen. Viel Spaß bei diesem Video. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Das Teil ist jetzt doch sehr warm geworden. Ich habe es jetzt mal ein bisschen abkühlen lassen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Real, was man schon besser mit Kühlschmierung bohrt. Aber ich denke mal, wir schaffen es noch. Es sind noch etwa 15 mm. Die werden wir auch noch reinbekommen. Dann legen wir mal los. Ja, die Ecken waren ausgebrochen von dem 9,7er Bohrer. Ich habe die jetzt mal nachgeschliffen und ich denke mal, dass es jetzt auch wieder besser gehen wird. Ich denke mal, dem ist es eben einfach zu heiß geworden. Ja, probieren wir es mal. Jo, mit dem neuen Anschliff hat es jetzt doch dann noch gut funktioniert. Aber es ist schon recht hart und zäh. Und wie gesagt, das sollte man, glaube ich, schon eher mit Kühlschmiermittel bohren. So, 10er7 Reibahle ist eingespannt. Jetzt mache ich mir einen Anschnitt und dann, wenn ich das gemacht habe, geht es rüber zum Schraubstock und da kurbel ich es dann komplett durch. Gleich ist der Reitstock am Ende und ja, das ist jetzt der Fall. Hier spanne ich jetzt aus und gehe dann rüber zum Schraubstock. Und jetzt sind wir durch. So, die Bohrung passt ziemlich gut. Man sieht, es
Das schnallt sogar direkt wieder zurück. Also eine schöne 7-Bohrung. Das Fräsen des 42 Chromo S4 hat eigentlich super funktioniert. Maximale Zustellung war in der Tiefe 4,5 mm und in der Breite ein guter Millimeter bei ungefähr 1000 mm pro Minute Vorschub. So, jetzt müssen wir noch die Bohrung reinmachen. So, die Fläche ist eigentlich auch sehr schön geworden, dass man das jetzt hier so erkennt. Ein bisschen unscharf. Ja, auf jeden Fall ist die schon wirklich gut geworden, die Fläche. So, jetzt kommen noch die Gewinde rein und dann geht es mit den Einsätzen weiter. Auf der Fräsmaschine hole ich mir jetzt mit meiner Kamera die beiden Kanten, um den Nullpunkt zu setzen, und anschließend die Zentrierbohrung für die M5-Gewinde zu bohren. Durchgebohrt wird dann an der Ständerbohrmaschine. Die Gewinde sind drin und jetzt geht es an die Herstellung der Buchsen. Einmal für Durchmesser 8 und einmal für Durchmesser 6. So, die Innendrehmeiselaufnahme ist jetzt fertig. Ohne Messingbuchse kann ich jetzt den 10 mm Innendrehstahl spannen. Mit der Messingbuchse kann ich jetzt hier mit dieser Buchse den 8 mm Innendrehstahl spannen und mit dieser Buchse den 6 mm. Hier sind Bohrungen drin und durch diese Bohrung geht dann eine Madenschraube durch. Und ich kann die dann hier so einfach festziehen. Also die Madenschraube drückt jetzt nicht auf die Messingbuchse, sondern direkt auf den Meißel. Da sind ja diese Bohrungen drin. Ja. Ja, letztendlich kommt es dann so da rein.
Und ja, ich denke mal, damit kann ich jetzt die kleinen Innendrehmeisel sehr schön spannen. Die Passungen sind echt gut geworden. Also das Messing geht mit ein bisschen Druck rein. Ja, also finde eigentlich ein schönes Projekt. Hat alles gut geklappt. Und das werde ich demnächst wahrscheinlich auch häufiger einsetzen. Der 42 Chromo S4 lässt sich wirklich sehr gut bearbeiten, obwohl er so eine hohe Festigkeit hat. Beim Bohren mit dem 9,7 mm Bohrer hatte ich leichte Probleme. Letztendlich hat sich da aber herausgestellt, dass der Bohrer nicht mehr scharf war und nach dem Anschleifen hat es dann auch ganz gut funktioniert. Das Material lässt sich natürlich nicht so gut bohren wie ein Baustahl und schon gar nicht wie ein Automatenstahl, aber trotzdem lässt es sich ganz gut bearbeiten. An der Höheneinstellung des Multifix-Halters muss ich nun nichts mehr ändern. Also die Höhe passt für alle drei Meißel, für den 10er, für den 8er und auch für den 6er. Es wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie ihr eure kleinen Innendrehmeißel spannt. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. So ihr Lieben, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.